Beste Grüße aus Alanya, hier ist wieder dein Markus. Hoffe, dir geht's gut und ich wünsche dir einen schönen Start in das Wochenende jetzt. Schön, dass du hier reinschaltest. Und ich möchte ganz kurz auf einen ganz wichtigen Punkt eingehen. Wir dürfen uns einfach nicht veräppeln lassen, egal was da draußen passiert. Das sage ich seit Jahren schon. Und viele sind auch schon gleicher Meinung und haben im Nachhinein ihre Fehler, die sie damals gemacht haben, erkannt, bereuen es teilweise und fragen dann natürlich nach, wie kann ich jetzt diese Giftstoffe, die ich damals reingenommen habe, etc. hin und her wieder rausbekommen, beziehungsweise wie kann ich mich von irgendwelchen Medikamenten lösen. Denn, wie damals auch schon das war, mit der Cholesterinlüge sozusagen, wie kann man Präparate besser verkaufen, wenn die nicht so gut laufen, indem man natürlich die Werte, die Normalwerte einfach noch unten schraubt und dementsprechend mehr Kunden dadurch produziert werden. Was meine ich damit? Und jetzt stellst du dir einfach mal vor, du bist ein riesen Pharmaunternehmen und du hast jetzt ein neues Produkt auf den Markt gebracht und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr stellst du fest, der Absatz ist nicht so groß, ich muss mehr daran verdienen. Und was passiert jetzt? Wenn jetzt früher der Normalwert, Beispiel bei 250 war, Cholesterin, dass es völlig normal war, sprich es wurde nichts dann verschrieben, weil die meisten unter 250 waren, sind die dann auf die Idee gekommen, diese Normalwerte nach unten zu korrigieren. Plötzlich ist ab 200 schon, wenn du drüber bist, oh, sie haben einen zu hohen Cholesterinspiegel und deswegen müssen sie jetzt dieses Medikament nehmen, diesen Cholesterinsenker. Ja? Das Cholesterin aber super wichtig ist für die Gehirnleistung, für die Bildung von Testosteron und vieles mehr. Das ist ja jetzt erstmal Nebensache. Aber so kannst du auf einen Schlag neue Kunden produzieren. Und so haben sie das sicherlich mit vielen anderen Sachen auch schon gemacht. Und jetzt hier auch ganz neu mit dem Bluthochdruck. Ja? Wenn es heißt 120/80 ist völlig normal, 130/70 auch noch völlig normal, werden die Werte dann irgendwann mal angepasst, so nach unten korrigiert, damit du ja natürlich schneller, wenn du natürlich auch immer zur Vorsorge rennst, ja, ist die Chance sehr hoch, dass der Arzt zu dir sagt, oh, laut neuen Regeln haben Sie jetzt Bluthochdruck. Das wird er dir so jetzt nicht sagen, aber du jetzt, der das hörst, du weißt das. Auf einen Schlag werden wieder neue Kunden produziert, damit die ihre Scheiße verkaufen können. Das ist echt krass. Und deswegen ist diese Story so wichtig und deswegen kannst du das auch direkt an deine Freunde auch weiterteilen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dir nochmal ein paar Tipps geben, wie du, wenn du Herzproblematik haben solltest, was ich machen würde, wenn ich Herzprobleme hätte. Ja. Und das geht nicht nur um, oh, ich will jetzt hier Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, nein, sondern was kannst du machen, was komplett kostenlos ist? Überleg mal. Rausgehen, an die frische Luft, das Herz stärken. Das Herz ist wie ein Muskel zu betrachten. Und wenn du das Herz und diesen Muskel nicht betätigst und nicht immer wieder mal neue Impulse gibst, dann wird dieses Herz, dieser Muskel sich abbauen. Dann wird dein Herz schwächer. Und das ist auch ein Grund, warum Herzinfarktpatienten, wenn sie dann auf Medikamente eingestellt werden und das nehmen, oft sogar noch einen zweiten bekommen oder sogar einen dritten Herzinfarkt. Weil das Herz entlastet wird durch gewisse Medikamente und das ist tödlich. Das ist richtig schlimm und deswegen muss das Herz aus dem Rhythmus gebracht werden. Mein Herz, wenn ich jetzt hier sitze, es reguliert sich, ich habe einen relativ niedrigen Ruhepuls und wenn ich jetzt aber den ganzen Tag nur rumsitze, vielleicht kennst du das auch, dann habe ich wirklich Kreislaufprobleme. Das ist wirklich nicht gesund, Leute. Und deswegen, also es können dann irgendwann Kreislaufprobleme kommen. Und deswegen ist es so wichtig, mindestens einmal am Tag, eigentlich sagt man eine halbe Stunde, irgendwie mal joggen zu gehen, spazieren zu gehen, vielleicht mal schneller walken. Ja? Wenn du einen Hund hast, mit dem Gassi gehen, geh da mal ein bisschen schneller hinterher, dass das Herz aus dem Rhythmus kommt. Im positiven Sinne, weil das stärkt den Herzmuskel. Was kannst du noch tun? Indem wir uns natürlich jetzt draußen bewegen, uns mehr bewegen, das Herz dadurch schneller schlagen muss, um mehr Sauerstoff wieder in den Körper zu bringen. Was passiert? Wir bekommen mehr Sauerstoff, haben mehr Durchblutung.
Das stärkt das Herz, das stärkt das Herz-Kreislauf-System komplett, die Gefäße etc. Die Entgiftung findet besser statt. Der Stoffwechsel wird angeregt. Du baust eventuell sogar auch noch Stress ab. Und wie sagt man so schön, unter frischen Bedingungen bekommst du einfach neue Impulse, neue Ideen für deinen Alltag. Und da wir wissen, dass der Körper ein Regulativ ist, sprich er versucht sich immer wieder in den Ursprungszustand zu holen, wenn man ihm die Bausteine des Lebens gibt, darunter zählt zum Beispiel auch Sonne, sprich wenn Sommer ist, dann solltest du dich auf jeden Fall auch mal ab und zu in der Sonne blicken lassen und jetzt im Winter in Deutschland mindestens auf Vitamin D, K2 und Magnesium, denn nur diese 3 Komponenten, diese Bausteine des Lebens, 3 von 47 essentiellen Bausteine. Und warum heißt es essentiell? Weil wir es zuführen müssen, weil der Körper es selber sonst nicht herstellen kann. Der Körper kann, nur wenn du dich in die Sonne legst, kein Vitamin D, das Hormon Vitamin D sozusagen, erstellen, wenn gewisse weitere Faktoren fehlen, wie zum Beispiel das K2 oder auch Magnesium. Nur diese Kombination bringt es dazu, dass unter anderem die Knochen gestärkt werden. Und wenn man sich jetzt zusätzlich noch so einen Herzmuskel anschaut oder allgemein Muskeln, was ist denn noch enthalten? Aminosäuren, Proteine, essentielle Aminosäuren sind enthalten. Also sprich, daraus besteht der Muskel. Und L-Carnitin zum Beispiel wird auch überwiegend in Muskeln und vor allen Dingen im Herz gelagert. Und vor allen Dingen, wenn du kein Tier isst, so wie ich jetzt zum Beispiel, dann muss ich auf Aminosäuren zurückgreifen. Dann muss ich auf L-Carnitin, besteht aus 2 Aminosäuren, zurückgreifen, weil der Körper das selber nicht produzieren kann. Und ab 25, laut Codex Humanus, geht der Prozess nach unten. Das heißt, der Körper baut sich ab, die Muskulatur baut sich ab. Deswegen sind ja auch viele ältere Menschen nicht übergewichtig, sondern eher untergewichtig, weil sie keine Muskelmasse mehr haben. Und das ist ein Problem. Warum sind Muskeln noch so wichtig? Nicht nur für die Herzgesundheit, ganz klar, und für den Stützapparat, sondern eben auch für das Immunsystem. Denn das Immunsystem besteht überwiegend aus Aminosäuren. Extrem, extrem wichtig. Und wenn du mehr über gesundheitliche Themen erfahren willst, dann kannst du mir hier auf sämtlichen sozialen Medienplattformen folgen. Und wenn du Fragen hast, auch jederzeit in den Kommentaren deine Frage stellen oder auch natürlich auf anderen Plattformen in ab und zu der Fragerunde einfach mal deine Frage reinstellen. Und dann freue ich mich, wenn ich darauf tagesaktuell antworten kann. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Viele Videos findest du in der Link in der Videobeschreibung. Einfach zum Beispiel bei iTransform.de reinschauen und wenn du Fragen hast, kannst du auch direkt den Kundensupport uns anschreiben, kommst du bei Mandana oder bei mir raus und dann freue ich mich, wenn wir dir helfen können. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, bleib gesund und munter, dein Markus aus Alanya.